Damon Hill dann lang vorne. Und die letzte Runde ist angebrochen. Jetzt müssen wir mal den Puls sehen von Senna. Würde mich wirklich interessieren, wie hoch der ging. Hervorragendes Rennen von Senna. Ja, die Leute sind aus dem Häuschen, die Fans gegenüber. Kann man das zu erwarten. Der zweite brasilianische große Preis erst für Ayrton Senna, den er gewinnen kann. Ein hervorragendes Resultat für McLaren hier, trotz der Probleme im Training und trotz der relativ pessimistischen Möglichkeiten, die man hier hatte. Aber so kommt es eben. Hill auf dem zweiten Platz. Hervorragend für ihn. Ja, er winkt schon. Er winkt seinen Landsleuten schon zu. Schumacher hervorragend gefahren auf dem dritten Platz. Er hat Strafzeit in der Box bekommen. Er musste warten. Trotzdem noch der dritte Platz für ihn. Dann Johnny Herbert auf dem vierten. Blundell fünfter. Zanardi sechster. Hier ist der Mann mit der Flagge. Und Senna gewinnt den großen Preis von Brasilien 1993. Unglaublich, kaum erwartet. Hervorragendes Rennen gefahren, aber das ist eben der Mann Senna. Man erwartet kaum was anderes von ihm. Fantastisch. Hier kriegt er seine Flagge, mit der er immer unterwegs ist. Und er dreht seine Ehrenrunde für seine Fans. Ja, es war ein hochdramatisches Rennen. Der Regen, der alles umwarf. Der Regen, der alles umwarf. Die Verschiebungen, die Unfälle, es war unglaublich. Ja, ich bin hier auf den dritten Platz eingelaufen. Er muss schon da sein, wir haben ihn nicht gesehen. Hier laufen die Zuschauer über die Strecke. Fast wie in Le Mans nach den 24 Stunden hier. Die Stimmung ist gewaltig. Ja, und während die Zuschauer hier über die Zäune klettern und Senna langsam durch seine Fans fährt, er muss ja aufpassen. Gehen wir noch mal ganz kurz zurück nach Köln. A guy in his fourth Grand Prix, that is real experience. He will now go to the European Grand Prix at Donington, buoyant, and it's the first time, I think, well, it's not in fact the first time, but certainly in this 1923 season, that Damon will be on a racetrack with which he is very familiar indeed. He will know it from Formula 3, he will know it from Formula 3000. He's tested there, and look at this, the crowd, if you thought Silverstone was bad, the crowd here at Interlagos have gone mad. Ayrton Senna has come to a standstill, and if there's anything left of that McLaren MP48, by the time the officials get to him, well, I'll be surprised. If we continue the results here, Senna and Hill, then Michael Schumacher, a very good drive, fight till the end. Johnny Herbert, he equals his best result, and it's his best result in a Lotus. He finishes fourth, and that's his first points of the season. The guys, look at them, they're standing on the car completely covered, you cannot see it. Look at this. Well, dear me, I've never seen anything quite so wild as the scenes here at Interlagos. Somewhere in the middle of that, there he is, Ayrton Senna. Well, the guy will be very happy to get out of that throng. It is absolutely wild down at the Curva di Lago. While these scenes continue, the car's probably stopped and they can't push start it, so I think he's got to wait for the tow truck or Professor Watkins to go and pick him up. Well, anyway, Blundell, a very good fifth position. Zanardi, the last point for Lotus. 7th, Philippe Elio. 8th, Jean Alesi. 9th, Derek Warwick. 10th, Eric Comas. 11th, Michele Alboreto. And 12th was Luca Badoer. And all these cars were running right at the end. Well, there's a fight going on. Yeah, the marshals are trying to get Ayrton Senna now, and he will be emotionally probably drained. And of course the crowd just trying to fight the way to just to touch the man, touch the car, a memory that will last them through their lifetime. And look, you see officials, a little bit of fisticuffs going on at the back
of Senna's car, but that's just over-enthusiasm. Well, now the crowd are running across the track. Marshals are trying to prevent them from doing so. John, the situation is as follows: that Ayrton Senna leads the World Championship by 10 points from Alain Prost. And who would have thought that was going to be the case when we all go to Donington? With his second place, Damon Hill moves up to third place in the Drivers' Championship. With Mark Blundell moves up to third place in the Drivers' Championship together with Damon Hill. Michael Schumacher scores his first points of the year. He and Johnny Herbert both did not score down in South Africa. Well, these scenes, so we've seen them at Silverstone over many years for Nigel Mansell, but this, I have to say, lacks the control of the British crowd, and the military police out, truncheons drawn, and now Ayrton Senna, Damon Hill and Michael Schumacher are being brought back in different cars to the podium ceremony. Well, also, yeah, Mark Blundell was stopped in there somewhere, and well, look at this. There we are coming. This is the Curva de Lago. This is the part of the circuit that we saw Johnny Herbert defend valiantly that third place, but eventually he had to concede it to Michael Schumacher. Ayrton Senna now, he loves it, doesn't he? Well, absolutely. I mean, why not? The guy, well, how many years did he wait until he won his first Grand Prix in Brazil? Now he's won his second one, and it's come in a way he didn't expect. He knew that when he came to Brazil that the Renault V10 would outpower him, the downforce that Williams could then build into the car, and instead of just having a high top speed, they just adjusted their top speed to that of the opposition and used the downforce to make the car then handle and accelerate out of corners that much quicker than the opposition. Well, rain was the factor that made this result happen today, and I suppose somebody in Brazil must love Ayrton Senna, or the old Macumba, famous Fittipaldi Macumba. I've seen Emerson Fittipaldi win Grand Prix, and in the audience in those days back in the early 70s, particularly in Barcelona, there was a samba band playing away, and there was one of Emerson Fittipaldi's relations who is into black magic, and they made a bit of black magic work for Fittipaldi that memorable day in 73. While Ayrton's pulse rate is going down to 143 at the moment, we're going to take a short break, and we'll be back with the rostrum and, of course, the post-race interviews. Ja. Es war ein unglaubliches Rennen, ich kann es nur wiederholen. Es war also wirklich, besser hätte man es nicht schreiben können. Wir werden jetzt alle zurückfahren auf dem Weg zur Siegerehrung. Ein langer Weg bei diesem Tempo. Ich frage mich, was mit den Autos passiert, denn die Fans, die nehmen die sicher auseinander, die stehen auf den Flügeln, jeder reißt was weg. Ob die Polizei das im Griff hat, die Leute fernzuhalten. Sehr unangenehm. Ja, ein hervorragendes Ergebnis auch wirklich für den Ligier von Blundell. Blundell war ja früh ausgefallen durch Unfall. Und Blundell hat den 5. Platz erreicht, da war in Südafrika gut unterwegs, also es geht scheinbar aufwärts im Team Ligier. Die Lotus sind sehr gut dabei, immerhin beide Wagen unter den ersten 6 hier, 4. und 6. Und wenn die ihre aktive Aufhängung wirklich in den Griff bekommen, gehe ich davon aus, dass sie öfters in den Punkten sein werden und vielleicht manchmal sogar auf Platz 3, Platz 4. Wir hören draußen viele Feuerwerkskörper. Ja, Brasilien ist aus dem Häuschen, zumindest hier im Umkreis der Strecke. Noch sind die Leute relativ ruhig. Sie kommen jetzt gerade in die Zielgerade gefahren. Ah, man schirmt ihn gut ab, den guten Ayrton Senna. Jemand fährt dicht neben ihm. Senna, First Class Show. Ja, der Mann ist einfach sein Geld wert. Es gibt überhaupt nichts darüber zu sagen. Er ist jede Million wert, die er bekommt in diesem unglaublich teuren Formel-1-Geschäft. Und Ron Dennis wird sich das sehr überlegen müssen, ob man wirklich sich nicht einigen wird über
die Summe, die eben Senna will. Ja, die Leute klettern über die Zäune hier, haben Löcher reingedrückt oder reingeschnitten und nicht zu bändigen. Wie in Monza. Ab und zu sagen wir das in Monza auch, bloß nicht ganz so hart. Naja, so ist eben die Freude hier in Brasilien. Senners erster Gang wird zu Ron Dennis sein und sagen, bitte, jetzt unterschreibe ich, wenn wir uns einigen. Gib mir das Geld und du hast meine Unterschrift. So einfach ist das manchmal. Aber das täuscht natürlich über einiges hinweg hier. Was wir hier erlebt haben, ist wirklich nicht die Überlegenheit der McLaren. Es war wirklich der Mann Senna, der das Rennen hier gewonnen hat und nicht das Auto. Es war Ayrton Senna, der das für McLaren aus dem Feuer riss. Und es war Alain Prost, der es verloren hat für Williams. Und ich muss sagen, wenn McLaren kein neues Auto auf die Beine stellt oder wenn von der Motorenseite her sich nicht allzu viel tut in nächster Zeit, hat trotz allem Ayrton Senna keine große Chance, vorne in der WM einzugreifen. Er weiß das natürlich und er möchte das schon kompensiert wissen. Er sagt sich, wenn ich schon keine Gewinnchancen habe, bin ich auch für keinerlei Kompromisse bereit. Ich will das Geld, was ich fordere, und darüber kann man sich streiten, aber er ist sein Geld wert. Ich kann es nur wiederholen. Dann versucht die Box zuzumachen, damit die Leute nicht alle nachdrängen. Jetzt geht es rauf zum Siegerpodest. Und Michael auf dem Treppchen, was eine Freude. Wir haben es eigentlich erwartet, sag mal, vom Auto her. Wir wussten, dass er es kann und er selbst glaubte auch dran, aber durch sein Missgeschick während des Rennens, ob es jetzt ein Dreher war oder auf jeden Fall die 10 Sekunden, die er aufgebrummt bekam. Hier Ron Dennis links im Bild. Teamchef von McLaren. Oh, Michael auf Platz 3, toll. Platz 2 der junge Damon Hill. Er wird sich riesig freuen. Er kann es auch. Er hätte natürlich gewinnen können. Er hätte. Wenn er vielleicht mehr Kondition, mit etwas mehr Erfahrung, mit, naja, was man eben hat, wenn man 1 Jahr oder 2 Jahre Rennen fährt in der Formel 1, dann weiß man es eben besser. Und Hill hat es immerhin geschafft, auf den 2. Platz zu kommen. Ein tolles Ergebnis für ihn und auch, glaube ich, Frank Williams weiß es zu honorieren und wird sich genug freuen. Und die Fans schreien und brüllen, stehen auf der Straße. Ja, ein hervorragendes Rennen, die Nationalhymne. Wir geben zurück nach Köln. Larry Leyendijk auf Platz 5 für Chip Ganassi Racing.